heißt, Elisabeth hat keine Ahnung, wer ihr neuer Gärtner ist. Keine Ahnung. Ja, und wäre es denn so schlimm, wenn sie wüsste, dass Harro Franks Vater ist? Naja, das nicht. Aber dass Harro mit seinem angeblichen Tod und seiner vermeintlichen Amnesie Versicherungsbetrug begangen hat und die ganze Familie ihn deckt, das schon. Verstehe. Ich denke, es geht Frank darum, Elisabeth nicht in diesen Konflikt zu bringen. Und je weniger Leute davon wissen, umso besser. Das Schlimme ist nur, dass ich Elisabeth belügen muss. Und du weißt, wie schlecht ich im Lügen bin. Ja, gut, aber muss Harro überhaupt ein Thema zwischen euch sein? Der soll sich einfach einen anderen Job suchen. Ach, das geht doch jetzt nicht mehr. Der ist auf dem Schloss etabliert. Elisabeth ist begeistert von ihm. Sogar Justus hat ihn akzeptiert. Und es geht darum, dass ich etwas weiß, was Elisabeth nicht wissen darf. Und alleine, dass ich ihr ein Geheimnis vorenthalte, kommt mir vor wie Betrug. Weil ihr euch sonst alles erzählt. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich glaube, dass Elisabeth ahnt, dass ich ihr was verheimliche. Will ihr die Wahrheit sagen? Das ist doch besser, als wenn sie es von jemand anders erfährt. Ja klar, aber damit bringst du sie auch in den Konflikt. Entweder sie deckt Harro oder sie lässt ihn auffliegen. Ja, ich weiß. Und du bringst bestimmt auch Frank gegen dich auf. Ja, und Tim und Harro und ach, die ganze Bande. Glaub mir. Okay, es ist deine Entscheidung. Ich will sie einfach nicht länger hintergehen. Das kann ich verstehen, aber ich glaube, in dem Fall würde ich das echt in Kauf nehmen. Olli, du weißt, wie ich ticke. Für mich ist Freundschaft sehr wichtig und Ehrlichkeit. Auch wenn es Konsequenzen hat. Vielleicht brauchte ich ja einfach. Ich habe auch schon alles versucht, aber der Junge glaubt mir einfach nicht. Weil der Junge dich besser kennt, als du glaubst. Hey. Sollte ich so schnell hier sein? Ja, passt mal auf, dieser Versicherungsfritze, dieser Glaser ist wieder in der Stadt. Hat von Harros Auferstehung erfahren und will sicherstellen, dass es sich nicht um Versicherungsbetrug handelt. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, bevor wir auffliegen. Schließlich sind wir auch dran, wenn rauskommt, dass wir davon wussten. Als Mitwisser langt mir jedenfalls vor Gericht. Und ich verliere garantiert meinen Job und du wahrscheinlich deine Approbation. Es tut mir wirklich leid, dass ihr solche Schwierigkeiten wegen mir habt. Das hättest du dir mal früher überlegen sollen. Du hast wahrscheinlich schon einen Schlachtplan, oder? Naja, also heute ist ja Harros zweiter Test im Krankenhaus. Ich dachte, du kannst ihn noch mal vorbereiten. Du hast das Dossier doch durchgelesen. Mehr kann ich auch nicht tun. Es ist alles so kompliziert. Jetzt sag bloß, du hast das noch nicht mal durchgelesen. Ich habe dir alle Aufgaben zusammengefügt. Und du guckst da noch nicht mal rein? Theorie das ist nicht gerade meine Stärke. Aber in der Praxis, da laufe ich zu Hochform auf. Mein Name, gute Frage. Irgendwas mit H. Heinrich Hubertus, Hannibal. Ja, sag ihnen genau das, dann sperren sie dich gleich ein. Der Test von heute ist wesentlich ausführlicher als der letzte. Harro muss genau die richtige Mischung treffen. Nicht zu viele und nicht zu wenige Erinnerungen. Damit deine Kollegin dissoziative Amnesie feststellt. Genau. Mit der Diagnose kann die Versicherung Harro gar nichts. Aber wenn du da noch nicht mal reinguckst. Komm halt mit. Ja, komm halt mit. Ist das alles, was du zu sagen hast? Mann, kannst du Papa nicht einfach erklären, was er wissen muss? Hör mal zu. Ich belüge meine Kollegen. Ich riskiere meine Approbation. Und jetzt soll ich auch noch seine Arbeit machen. Vergiss es. Es hat sich nichts geändert. Du ziehst alle mit runter, aber mich nicht. Ich versuche mich ja zu ändern. Es geht nicht so schnell. Leder oder Stoff? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Komm, lass es raus. Du bist im Laden ja schon fast geplatzt. Okay. Du willst, dass ich mit dir über Harro rede. Stimmt's? Kommst du denn darauf? Olli, du bist wie deine Tante. Ihr könnt euch nicht aus Dingen raushalten. Das steht nicht in eurer DNA. Doch, das kann ich sehr gut. Das ist wirklich eine Augenweide. Schönes Kind. Das sagen Sie zu allen Frauen, die für Sie arbeiten, oder? Hey, Harro, nur ein Cocktail, gar nichts zu essen? Oh, wenn du mich so fragst. Kleinen Happen könnte ich schon vertragen nach der ganzen Aufregung. Wie wär's denn sonst auch noch mit einer entspannenden Fußmassage? Geht das denn? Die Leni macht doch alles für ihre Kunden, oder? Gehört zum Service. Du bist nicht nur schön, sondern auch witzig. So eine Enkeltochter habe ich mir immer gewünscht. Und was haben sich deine Jungs gewünscht? Das hast du doch gehört, dass ich mir diesen Amnesietest reinziehen soll. Du ahnst ja gar nicht, was das für ein Papierkram ist. Harro, sie versuchen, dich aus der ganzen Grütze rauszuholen. Ich
meine, der Glaser kriegt dich dran wegen Versicherungsbetrug und sie wollen dir helfen. Sie tun alles für dich. Sie gefährden ihre Jobs. Sie lügen, sie zahlen sogar deine Deckel. Und warum? Weil sie dich lieben. Und das, obwohl du jeden einzelnen von ihnen im Stich gelassen hast. Du willst mir eigentlich sagen, dass Haro trotzdem mein Vater ist. Und dass er mich auf seine eigene verquere Art und Weise liebt und dass ich ihm helfen soll, stimmt's? Haro ist bequem. Haro ist unverantwortlich und ja, er geht immer den einfachsten Weg. Wenn er mein Vater wäre, ich würde wahrscheinlich ausrasten. Okay. Trotzdem finde ich, dass du ihm helfen solltest. Aber nicht für ihn, sondern für dich. Wenn du es nicht tust, dann wirst du nämlich irgendwann an den Punkt kommen, dass du dir Vorwürfe machst. Ich weiß, dass dein Vater dich schon 1000-mal verletzt hat, aber vielleicht ist er ja lernfähig. Meine Jungs sind alles für mich. Davon merkt man aber leider nichts. Ich meine, Tim besorgt dir einen Job auf Königsbrunn und hat deshalb jetzt Stress mit Rebecca. Frank als Polizist deckt alle deine Betrugsfälle und Jo versucht dir sogar noch zu erklären, wie man einen Amnesietest fälscht, aber du... So laut, schönes Kind. Aber du hast nichts Besseres zu tun, als in der Kneipe meines Bruders einen Cocktail nach dem anderen zu schlürfen, natürlich auf seinen Deckel, während sich alle für dich den Arsch aufreißen. Und dann beschwerst du dich auch noch, ja, dass sie enttäuscht von dir sind und nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Aber ich sag dir jetzt mal eins. Gegen eine wütende Frau sind die drei wirklich geduldig. Also, sei froh, dass du die Scheiße nicht mit mir durchgezogen hast. Das ist das Dossier von dem Amnesietest mit Jos Anmerkungen. Ja. Und wenn ich mir das alles nicht merken kann? Oh, doch, das wirst du. Und wenn ich dir jedes Wort einzeln in den Schädel hämmern muss. Lieb's, wie hat Haro sie angestellt? Das ist ein totales Desaster, wie immer. Was? Wieso das denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das Einzige, was dieser Mann wirklich nicht weiß, ist, wie man ein guter Vater ist. Falls er das überhaupt je wusste. Ich wusste es. Er hat sich das Dossier noch nicht einmal angeschaut. Ich habe mir die ganze Nacht für ihn um die Ohren gehauen. Nein, 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 er hat's praktisch auswendig gelernt. Woher willst du das wissen? Ich war dabei, wir haben uns den Test mehrfach reingezogen. Ich habe am Schluss schon selber gedacht, ich habe Amnesie. Ihr wisst doch, wie es läuft. Wenn es drauf ankommt, gerate ich völlig durcheinander. Man kann sich einfach auf mich nicht verlassen. Ja, das wissen wir. Und was bringt dich jetzt plötzlich zu der Einsicht? Ist doch egal. Du hast Jo getroffen, oder? Wirklich, ich habe auch zuerst gedacht, Haro ist faul und kapiert den Ernst der Lage nicht. Aber er hatte einfach nur Schiss, also haben wir zusammen gelernt. Außerdem, warum warst du überhaupt dabei? Ich dachte, du hast die Schnauze voll. Wie soll ich sagen? Du und dein Bruder, ihr verfügt über gewisse Überredungskünste. Oh, aber Moment, du warst die ganze Zeit sauer? Ja. Und ich habe ihm gesagt, dass wir drei keinen Wert auf seine Anwesenheit legen. Kein Wunder, dass er den Test verbockt hat. Und jetzt? Ich werde das tun, was ich schon längst hätte tun sollen. Du gehst zurück in die Karibik? Nein. Ich werde mich den Bullen stellen und ihnen die komplette Geschichte erzählen. Ich werde behaupten, dass ich euch genauso getäuscht habe wie die Versicherung. Ey, du wanderst in den Knast. Das ist meine Verantwortung. Mann, Frank, jetzt sag doch auch mal was. Die beste Idee, die er je hatte. Ey, das ist so klar. Mach das nicht. Wenn du ins Gefängnis gehst, das packst du nicht mehr. Du gehst da ein. Ich weiß. Aber er hat den Test versaut. Es ist zu spät. Ihr Ärzte denkt euch doch solche Tests aus. Was soll das heißen? Dass du doch auch am besten weißt, wie man so ein Ergebnis verbessert. Weitermachen. Und ich knutsche einfach mit ihm rum. Ich bin echt das Letzte. Du bist verliebt. Da macht man schon mal Sachen, die man sonst nicht tut. Ja, aber Kim ist mir wichtig. Emilio auch. Das hilft jetzt echt nicht. Ich will doch nur nicht, dass du dir was vormachst. Du willst Kim eine gute Freundin sein. Das bist du, sonst würdest du nicht meine Strohhalme malträtieren. Lara, du hast dich in Emilio verliebt. Wenn er deine Gefühle erwidert, dann bringt's auch nichts, wenn ihr Kim zuliebe darauf verzichtet. Da hat sie auch nichts von. Ja, aber sie hat es wenigstens verdient, dass ich ehrlich zu ihr bin. So,
unser Superhirn zufällig bei dir? Wenn du von unserem Vater sprichst, der packt gerade. Haro? Du willst schon wieder abhauen? Das ist wieder so typisch. Da läuft mal eine Sache. Ruhig, Junge. Unser Vater will sich der Polizei stellen. Er nimmt alles auf sich und behauptet, dass er uns die Amnesie auch nur vorgespielt hat. Seine Idee. Tut mir leid, dass ich euch solche Umstände bereitet habe. Ja, Tatsache. Na, vielleicht besucht ihr mich mal im Knast. Ich fürchte, dazu wird's nicht kommen. Ich habe nämlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, du musst nicht in den Knast. Warum? Hat dieser Glaser einen Versicherungsburnout? Nein, dazu hat dieser Typ viel zu viel Spaß, Leute dran zu kriegen. Hier kommt die schlechte Nachricht. Du hast einen Schatten im Frontallappen. Und zwar genau an der Stelle, wo sich das episodische Gedächtnis befindet. Schau. Dieser Teil des Hirns ist zuständig für die Erinnerung von persönlichen Erfahrungen und für die Verkettung von Ereignissen. Ein Schatten an der Stelle kann beweisen, dass du tatsächlich an Amnesie leidest und manchmal wirre Antworten gibst. Das ist ja furchtbar. Kann man was dagegen tun? Der kapiert's echt nicht, oder? Kein Wunder mit dem Schatten im Gehirn. Sag mal, kannst du dadurch in Schwierigkeiten kommen? Ich habe das MRT gegen das eines Patienten ausgetauscht, der schon lange tot ist. Es wird als Beweismittel ausreichen. Moment, heißt das denn, was heißt das? Das heißt, dass sich mal wieder einer deiner Söhne für dich strafbar gemacht hat. 2 genau genommen, weil ich natürlich meine Klappe halten werde. Ich habe also keinen Schatten. Doch, definitiv, aber nicht auf deinem Frontallappen. Danke. Du bist eben doch mein Sohn. Ja, damit werde ich mich wohl so langsam abfinden müssen.